für kognitive Wahrnehmung, Fokus, Gedächtnis. Wirklich ein paar hundert Studien nur über Brokkolisprossen. Die Erfahrungen waren wirklich so gut und wissenschaftlich anerkannt, dass die Johns Hopkins Universität hat versucht, diese Brokkolisprossen zu patentieren. In einem Tag haben sie Buchweizen, mit dem richtigen Buchweizen haben sie die Sprossen, Linsensprossen 2-3 Tage, Brokkolisprossen 3-4 Tage und 2-3 Tage für diese Braunhirsesprossen. Ja, hello, cooles Thema, wichtig. Wir machen was Basiswissen, wie setze ich Sprossen an, weil es kommen immer wieder Meldungen von Menschen, auch Patienten von mir, die das nicht hinbekommen, sagen, ja, die Sprossen schimmeln und es funktioniert nicht und alles so schwierig, aber ich will euch zeigen, dass es ganz easy ist, ganz leicht umzusetzen. Ja, warum sind die Sprossen wichtig? Weil wir aktivieren die Lebenskraft in diesen Samen, die Buchweizen, Brokkolisamen, und die sind sehr wichtig für meine Therapie. Die schmecken auch toll und geben uns Kraft und Stärke und großartige Lieferanten von Enzymen und Biophotonen. Das ist die elektrische Energie in den diese lebendigen Sprossen und auch Vitamine, Mineralien, Pflanzenstoffe. Und vor allem die Darmbakterien lieben diese Sprossen, weil die bevorzugen lebendige Nahrung und Sprossen sind lebendig. Und deswegen, ja, seit Tausenden von Jahren in China hat man zum Beispiel Sojabohnensprossen. Das kriegt man in chinesischen Restaurants. Das ist ein Teil der chinesischen Kultur. Ja, ich war auf einem Hoffest letztes Wochenende, ungefähr 40 Kilometer von Ulm, westlich von Ulm, Baden-Württemberg. Und warum ich hingegangen bin, ich habe da einen Vortrag gehalten, dieser Biohof, der Landwirt dort, ist es gelungen, über mehrere Jahre seine Humusschicht aufzubauen auf 16 Zentimeter, und der Bundesdurchschnitt in der Landwirtschaft liegt bei 1,6 Zentimeter Humus. Und ich glaube, vor 80 Jahren lag es noch bei 6 Zentimeter Humus, also von 6 Zentimeter auf 1,6 Zentimeter jetzt. Und irgendwann ist die Erde komplett weg. Und er hat systematisch über Jahrzehnte seine Humusschicht aufgebaut mit einer speziellen Methode. Und vielleicht werde ich dieses Thema bringen, vielleicht in 1 oder 2 Wochen. Auf jeden Fall habe ich dann diese Buchweizen von diesem Biohof ausprobiert. Und siehe da, über Nacht, 24 Stunden später, habe ich Buchweizensprossen. Ich kann sie auch verwenden. Und bis jetzt hat es noch nicht so schnell funktioniert. Ich habe immer 2 Tage gebraucht und jetzt nach einem Tag. Und vielleicht liegt es an dieser Humusschicht, dass diese Buchweizen besonders gut ausgestattet mit Nährstoffen. Ja, wie gehe ich vor, wenn ich Sprossen einsetze? Grundsätzlich, ich will bei den fast alle Samen, werden die Samen und Getreide über Nacht in Wasser eingeweicht. Das heißt 6 bis 12 Stunden Einweichzeit. Aber es gibt eine Ausnahme und das sind Buchweizen. Also Buchweizen beträgt die Einweichzeit nur 20 Minuten. Warum ist es wichtig? Weil wenn wir die ganze Nacht im Wasser einweichen, die bilden Schleim und dieser Schleim kann ein bisschen problematisch sein. Also ich gebe hier diese Kerne ein. Also übrigens, Buchweizen ist kein Getreide, das sind eigentlich kleine Mini-Früchte. Und also die sind was ganz Spezielles, weil die einfach sehr viel Rutin haben. Und Rutin ist ein Pflanzenstoff, was das Bindegewebe und auch die Gefäße stärkt.
und verhindert zum Beispiel Varikosis und Besenreise und also ein wichtiger Nährstoff. Ja, ich gebe einfach Wasser dazu, lasse das 20 Minuten stehen und das wäre Buchweizen, eben von diesem speziellen Biohof. Ja, was nehme ich sonst? Nummer 1 würde ich sagen, für therapeutische Zwecke sind Brokkolisprossen, weil sie bilden Sulforophan und das ist ein wichtiger Pflanzenstoff. Das schützt unsere Zellen vor Oxidation, vor Toxine, vertreibt auch toxische Belastungen und es ist vorteilhaft auch, um unser Gehirn zu schützen vor Entzündungen und für kognitive Wahrnehmung, Fokus, Gedächtnis. Wirklich ein paar hundert Studien nur über Brokkolisprossen und die Erfahrungen waren wirklich so gut und wissenschaftlich anerkannt, dass die Johns Hopkins Universität hat versucht, diese Brokkolisprossen zu patentieren. Und ich habe da große Wertschätzung für Brokkolisprossen. Und die stehen ganz oben, Nummer 1, auch bei der Krebstherapie. Weil die können auch verhindern, dass auch Tumoren metastasieren und oder generell die Vermehrung und Proliferation von Tumorzellen. Also wir haben die Studien, ganz viele Studien und meine Empfehlung ist jetzt 50 Gramm, wenn Sie eben mit diesen Themen unterwegs sind, denke 50, 60 Gramm Brokkolisprossen. Ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe hier Getreide, alte Sorte Getreide. Einkorn ist eine alte Sorte oder auch alte Sorte Dinkel. Nicht Biodinkel. Biodinkel ist meistens schon stark gezüchtet. Aber wir wollten diese alte Dinkelsorten. Und warum Getreide? Weil ich habe hier einen Fermentsaft gemacht. Ich habe Getreidesprossen eingesetzt das ist Rotkohl. In Bayern sagt man Blaukraut. Ich habe das jetzt gelernt von einen YouTube, das Hochdeutsch Rotkohl. Habe ich kapiert. Vielen Dank. Ja, das ist eine Mischung aus Wasser, Rotkohl und Getreidesprossen und ich habe den Saft abgegossen und den Rest habe ich einfach durch einen Entsafter, langsamen Entsafter, einen automatischen Entsafter sogar. Und so sieht das aus, das Endprodukt. Das heißt, die Sprossen und Gemüse entsaftet. Und warum ist dieses Getränk interessant? Weil wenn man die Sprossen entsaftet, man hat die Sprossen quasi haben einen hohen Gehalt an Aminosäuren. Und Aminosäuren ist eine Untereinheit von Eiweiß. Also es ist ein Baustein von Eiweiß. Und Eiweiß lässt sich besser aufnehmen in Form von Aminosäuren als Eiweiß. Also wenn Sie ein Stück Fleisch essen, es ist eiweißhaltig oder auch Milchprodukte oder Fisch. Das Verdauungsfeuer muss dieses Eiweißbrocken quasi in den Aminosäuren zerlegen. Und hier habe ich diesen Verdauungsprozess bereits gemacht durch die Fermentation. Also erst Sprießen, dann Fermentation, die Aminosäuren. Und das ist mein Eiweißgetränk und das setzt Bärenkräfte frei und das wollte ich mit euch teilen. Ich habe früher wirklich viele Jahre Fisch gegessen und dann habe ich irgendwann festgestellt, also Fisch kann da nicht konkurrieren, deswegen bin ich ziemlich vegan, bis auf Gelatine, also ich bin nicht lupenrein Veganer, aber das war das Thema bei dem letzten YouTube, die Vorteile von Fischgelatine als Wackelpudding. Was habe ich hier? Das sind Braunhirsesprossen. Warum Braunhirsesprossen? Kieselsäure, auch wichtig. Ich würde sagen, 95% aller Menschen haben
nehmen zu wenig Kieselsäure auf, wichtig fürs Bindegewebe, Haare, Haut und unser äußeren Erscheinungsbild. Kieselsäure darf man nicht vergessen, das ist eigentlich eine Wildpflanze und das sind die Samen von dieser Wildpflanze und Wildpflanzen sind mein Thema und die kann man sprießen und dann auch als Fermentationssaft weiter ansetzen und verwenden. Was absolut idiotensicher ist, sind die Linsensprossen. Berglinsen, schwarze Linsen, grüne Linsen. Es gibt, glaube ich, 100 verschiedene Linsen. Und die haben 2 Tage gesprossen. Also erst die Nacht eingeweicht und dann gespült, nur einmal am Tag gespült. Und ich habe meine Linsensprossen und die kann ich esse entweder Linsensprossen oder auch Buchweizensprossen morgens mit Mandeljoghurt, Kokosjoghurt, Nährhefeflocken und auch Hibiskuspulver und dann natürlich mein Dirkpflaumen für starke Knochen, starke Gelenke und das ist so und auch Blaubeeren, Heidelbeeren und das ist so mein morgendlicher Frühstück. Ich würde Ihnen das kurz zeigen, wie ich das mache mit diesem Container, mit diesen Ablage, weil ich kann quasi, angenommen die 20 Minuten sind ich kann das einfach hier abtropfen lassen und dann fließt es ab und morgen, ich muss nichts machen bis morgen früh, ich würde die noch einmal spülen und nur einmal am Tag spülen und das habe ich hier bei dem gemacht. Ich habe es auch erst bewässert, 20 Minuten, diese Buchweizen, und dann über Nacht praktisch gleich entwässert. Und dann am nächsten Tag habe ich schon Sprossen gehabt, das war irre. Und einmal am Tag spülen. Und ich denke, jeder hat so eine Ablage oder kann sowas organisieren. Und dann ist wichtig, dass die Drainage funktioniert, weil wenn ich ohne Drainage können die schimmeln. Ich denke, das ist das Problem. Was viele nicht checken, wir brauchen eine Drainagemöglichkeit. Und einfacher geht es nicht als so eine Ablage. Das kriegen Sie im Baumarkt irgendwo oder man kann es bestellen. Und damit werden Sie ein gutes Ergebnis und in einem Tag haben Sie Buchweizen, mit dem richtigen Buchweizen haben Sie die Sprossen oder spätestens 2 Tage, Linsensprossen 2-3 Tage, Brokkolisprossen 3-4 Tage und 2-3 Tage für diese Braunhirsesprossen. Getreidesprossen vielleicht 3 Tage und dann haben wir viele Möglichkeiten. Vielleicht auch interessant ist, Sojasprossen in der chinesischen Gastronomie liefert 100 Gramm, liefert 43% Folat. Und Folsäure ist wichtig, um auch Homozystein zu senken. Aber wenn Sie alles kochen, braten, haben wir einen Verlust von Folat auf Vitamin B1 auf von bis zu 90%. Das heißt, wir wollen möglichst diese Sprossen in Rohkostqualität verzehren, um diese wichtigen B-Vitamine zu bekommen. Und B1 ist wichtig für die Energiebildung in den Mitochondrien. Und deswegen wollen wir nicht alles platt kochen oder grillen oder braten. Wir wollen brauchen auch lebendige Nahrung. Und
Vitamin C-Gehalt ist durch den Sprießvorgang haben wir auch Vitamin C und das ist natürlich auch sehr wichtig. Und ja, das war's zum Thema Sprossenzehen und es gibt große Gläser, kleine Gläser. Ich würde achten, dass die Deckel aus Edelstahl sind. Also dieser Deckel hier ist aus Alu. Ich bin gerade dabei, die alle auszutauschen. Bei diesen großen Gläsern habe ich, die kamen mit Edelstahl, also das sollte man sollte darauf achten. Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg und bitte, ja, teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit, ob ich Ihnen da helfen konnte mit den Sprossen. Ja, vielen Dank, bis bald.